so that you can understand and know God's word. Es war so ein gutes Gebet, dass ich weiß, wie ich mit euch kommunizieren kann, damit ihr Gottes Wort verstehen könnt. And I so need that and value that. Und ich brauche das und ich schätze das sehr wert. What came to mind while someone was asked to come and pray? Was mir eingefallen ist, als jemand nach vorne kommen sollte zum Beten. We had a student from China one time on our SBS. Wir hatten einmal einen Student aus China in unserer SPS. And every time that someone was asked to pray for a speaker, Und jedes Mal, wenn jemand nach vorne gerufen wurde zum Beten, he would be the first up, wäre er der Erste, der gekommen ist. and there was no stopping him. Und keiner konnte ihn stoppen. And when I asked him why, Und als ich gefragt habe, warum ist es so, he said, "Why not? It's like, why wouldn't I?" dann hat er gesagt, warum nicht? Warum würde ich nicht nach vorne kommen wollen? And when we had worship, he was always there before everyone else. Und wenn wir Lobpreis hatten, war er immer da vor jedem anderen. And he loved to worship God. Und er hat es geliebt, Gott anzubeten. And then when I talked to him about it all, Und als ich darüber mit ihm gesprochen habe, he said, "Well, in my country, we can't do this. We don't have the freedom to do this." dann hat er gesagt, ja, in meinem Land, da haben wir nicht die Freiheit, das zu tun. And now I'm here. I have the freedom to do this, so why wouldn't I want to do it? Und jetzt bin ich hier, ich habe die Freiheit, das zu tun, also warum würde ich das nicht tun? And it was such a passion that he had, which often us in the West we just don't see because we've never been through that persecution and that not being able to freely worship. Und da war so eine Leidenschaft in ihm, die wir im Westen gar nicht nachvollziehen können, weil wir noch nie in Verfolgung waren, weil wir das gar nicht erlebt haben. So you see this in the times as well, where the Christians and the Jews aren't free to worship, and you saw that in Daniel. Und ihr könnt es sehen, wenn ihr die Bibel lest, wie manchmal die Christen nicht frei waren, Gott anzubeten, wie zum Beispiel in Daniel. So, does anyone have any questions they want to ask me? I mentioned yesterday. Hat jemand Fragen zu dem, was ich gestern gesagt habe? Yes, Jonathan. No, I have a question for today. Yep. How is your structure looking like? Because I need to know how I write the things down and so. Yep, no, that's good. And we've started on Ezra, and so hopefully we're gonna finish Ezra. Okay. And hopefully we'll do Haggai and Zechariah as well. Okay. Wir werden durch Esra gehen und Nehemia, Haggai und Zachariah. And then the following day we'll be looking more at Nehemiah, and then on Thursday we'll finish up with Matthew. Und am Morgen schauen wir uns nochmal Nehemia genau an. That's the Am plan. Donnerstag Matthäus. Yeah. I do have a question. It doesn't have to be today, but tomorrow's the last day, right? No, Thursday. Thursday. Okay. Yeah. So in either today, tomorrow, the next day, will there be any time talking about Greece and Rome? Yep, we come on to that Okay. because I'm trying to do it kind of chronologically. Cool. No worries. Just wondering. So either, yeah, it will be tomorrow, probably tomorrow, or it will be Thursday as we go into Matthew. Okay. Yeah, and we will cover the 400 years. I have a question for you. Ich habe eine Frage für euch. Reflecting on yesterday, Wenn ihr über gestern nachdenkt, can you think of something that brought life to your life? Brought you life, gave you joy, and brought you closer to God? könnt ihr an was denken, was euch Leben, was euch Freude gebracht hat in eurem Leben und was euch näher an Gott rangebracht hat. And can you think of something that drained you, or made you sad, or led you away from God? Und könnt ihr auch im Gegensatz dazu über was nachdenken, was euch weggebracht hat von Gott, was euch runtergezogen hat. Okay, if we just have a minute and you can think about that. Denkt einfach drüber nach.
thought about that? Habt ihr darüber nachgedacht? Right. It has nothing to do with what I'm going to teach, but it does have something about who I am. Es hat nichts damit zu tun, worüber ich jetzt sprechen werde, aber es hat was damit zu tun, wer ich bin. And the importance of just reflecting on our life with God as we think of what gives life and what drains us. And that helps us to really be in touch with God. Und auch um zu zeigen, dass wir wissen, was hat uns beeinflusst in unserem Leben, wo sind wir Gott näher gekommen und wo sind wir von ihm weggekommen. So as you go through your life, you can often just reflect on things that are draining you of life or making you sad and just bring those to God and reflect on that, or think about things that bring you joy and draw you to God and reflect on that. Also, dass ihr einfach in eurem Leben euch Zeit nehmt, um darüber nachzudenken, was zieht euch gerade runter, was macht euch traurig, und dass ihr das dann vor Gott bringen könnt, oder auch Dinge, die euch glücklich machen, wo ihr froh darüber seid, dass ihr ja, darüber nachdenken könnt und dankbar sein könnt. And that leads you to know who you are in God and also how He's guiding you. Und das leitet euch dazu, zu wissen, wer ihr in Gott seid. Is that clear? Ist das klar? Great. So yesterday we did kind of half of Ezra and we covered a lot of history. Gestern haben wir die Hälfte von Esther besprochen und einiges über die Geschichte gehört. And there's a lot to take in, but there is the PowerPoint, so you can kind of run through it. And there's all these kings with strange names. Also da gibt es noch viel mehr, was man dazu sagen könnte, aber ihr werdet die PowerPoint bekommen, wo auch die ganzen Könige nochmal aufgelistet sind. Okay, so we've got the temple here, and this is where the temple would be, Also wir haben da einen Tempel, da würde der stehen. around here. So the location of the second temple was the same as the location for the first temple. Der Ort des zweiten Tempels ist der gleiche wie der Ort des ersten Tempels gewesen. And it's festival time. Es ist Zeit, ein Fest zu feiern. In your version it says it's early autumn. In eurer Bibel steht, es ist früh im Herbst. And you've seen this PowerPoint before, but they were celebrating festivals. Und ihr habt diese PowerPoint schon mal gesehen, und das heißt, dass sie Feste gefeiert haben. So the first month you'll see is March, April. Das erste Mal, wann sie im Jahr gefeiert haben, war März und April. And then you'll see that most of their festivals, the trumpets and the atonement and the booths, are all in Tishri, which is the 7th month. Und was ihr dann sehen könnt, ist Trompeten, Versöhnung und Blaupitten. Diese Feste wurden alle im Herbst gefeiert, hier Tischri. And these are major festivals. Das sind die Hauptfeste. So you've got the ritual blowing of trumpets, Ihr habt also das rituelle Blasen der Trompeten. and you'll have read these in Leviticus and Numbers. Und davon habt ihr schon in 3. Buch Mose und 4. Buch Mose gelesen. And so this was blowing of trumpets, and then they would have 10 days of before it was the Day of Atonement. Und dann würden sie noch 10 Tage haben, bevor der Tag der Versöhnung kommt. And although it's New Year, there is debate about whether they would have celebrated actually New Year in those times. Und auch wenn das neue Jahr kam, dann war die Frage, ob sie wirklich jetzt im neuen Jahr diese Feste feiern werden. And then someone told me about the Day of Atonement. Kann mir jemand was zum Tag der Versöhnung sagen? Isn't that when they have the scapegoat, or am I thinking of? Yeah. No, you're right. Yeah. Oh, you're putting your hand up. Yeah. And why did they have the scapegoat? Warum hatten sie den Ziegenbock, der Das ins sind- Bildnis gefügt wurde?
was to represent or to bear the sins of Israel. Yeah. Der sollte alle Sünden von Israel auf sich tragen. So you had the 2 goats, Ihr hattet diese 2 Ziegen. and the priest would lay his hands on the one goat, Der Priester hätte seine Hand auf die eine Ziege gelegt and he would initially ask for forgiveness of sins for himself, und dann hätte er zuerst um Sündenvergebung für sich selber gebeten, and then forgiveness of sins for all the people, dann um Vergebung für die anderen Leute. and then one of the goats gets sacrificed and the other goat goes off into the wilderness. Und dann würde die eine Ziege geopfert werden und die andere in die Wildnis geschickt werden. And it's about forgiveness of sins, and it happens once a year. Und es geht um Vergebung der Sünden und es wird einmal im Jahr passieren. But obviously, the goat can't take away forgiveness of sins, Aber ja, offensichtlich kann eine Ziege nicht die Sünden vergeben. and nor can the high priest. Und der Hohepriester auch nicht. But there is a high priest who comes, Aber da ist ein Hohepriester, der kommt. and he offers forgiveness of sins, Und er bietet die Vergebung der Sünden an. and he fulfills Amen. Und er erfüllt, what happened then. was dann passiert ist. And you see that in Matthew. Und das könnt ihr in Matthäus lesen. And that's what's so amazing about the old covenant coming into the new covenant. Und das ist so besonders, wenn wir von dem alten Bund in den neuen Bund kommen. You see so many of these fulfillments. Dann seht ihr so viele dieser Erfüllungen. And you see the Passover, the fulfillment of the Passover as well. Und ihr werdet das Passafest sehen und wie das erfüllt wird. I mustn't go too much into the Gospels. Aber ich sollte noch nicht so sehr da reingehen. And then you have the Feast of Tabernacles, Und dann das Laubhüttenfest. and we talked about that yesterday. Darüber haben wir gestern schon gesprochen. The Feast of Booths, and it's called the Feast of Shelter, I think. Yes. Also das Laubhüttenfest, was auch das Fest des Schutzes genannt wird. And so the first thing they did was they built an altar, Das erste, was sie getan haben, war einen großen Altar zu bauen, and they offered sacrifices. um dort Opfer zu bringen. And Abraham did the same thing. Abraham hat das Gleiche getan. And after pitching his tent, he offered sacrifices, and Noah offered sacrifices as well. Und nachdem er alle seine Opfer vollbracht hatte, war Noah der Nächste. And these are some altars, and they probably look similar. They've got the 4 horns. Das sind ein paar Altare und die sehen wahrscheinlich ähnlich aus, denn die hatten diese 4 Hörner. And then the sacrificial system is renewed. Das Opfersystem wird erneuert. And so the people of Judah would have continued these sacrifices. Und die Juden würden weiterhin Opfer bringen. And they're associated with the festivals and with the new moons as well. Und diese Feste, die würden wie zum Beispiel am Neumond gefeiert werden. And they reinforce this historical link that they had with the past. Und sie haben nochmal neu die Geschichte bekräftigt, die da war. And if you look at chapter 3, you'll see what I'm going through. Material for temple construction was brought in. Und wenn ihr euch Kapitel 3 anschaut, dann werdet ihr sehen, worüber ich spreche. Zum Beispiel das Material zum Tempelbau gebracht wurde. And in the second year, the foundation of the second temple was built. Und im 2. Jahr wurden die Grundsteine für den Tempel gelegt. And then you'll see at the completion, there's a grand celebration. Und bei der Fertigstellung wird ein großes Fest gefeiert. And there's priests, and there's choirs, Da gab es Priester, Chöre, and there's an orchestra, ein Orchester, just as David had prescribed for the temple. so wie David es vorgeschrieben hat für den Tempel. But you also read that there was great joy, but there was also great disappointment. Was ihr auch gelesen habt, ist, dass es große Freude gab, aber auch große Enttäuschung. So for some people there was great joy in the celebration and the building of the temple. Für manche Leute gab es eine große Freude in dem Tempelbau und auch bei der Fertigstellung. But some people, they were drained of life and there was great disappointment. Aber für andere, die waren traurig und enttäuscht und eher niedergeschlagen. Because they remembered the temple of the past, which was really glorious. Denn sie kannten den ersten Tempel noch und der war viel mächtiger und schöner. And this wasn't anything like it.
Und der zweite Tempel war nicht ähnlich wie der. It was actually quite a small temple compared to the glory of the first. Es war eigentlich ein kleinerer Tempel, wenn man die Herrlichkeit des ersten gesehen hatte. So there's this sense of Ezra coming home, Also Esra kommt nach Hause, and also there's this sense of people feeling let down. aber zur gleichen Zeit gibt es auch Leute, die irgendwie traurig sind. And they did what they could in building, but they wanted more. Sie haben getan, was sie konnten im Wiederaufbau des Tempels, aber sie wollten eigentlich noch mehr. And whatever we do now, we can trust in God. Und was auch immer wir tun, darin können wir Gott vertrauen. And we don't need to do the building work, it's God who does it through us. Es sind nicht wir, die das Bauen selbst tun müssen, sondern es ist Gott, der das durch uns tut. And He longs for us to receive Him and work through us. Und er sehnt sich danach, dass wir zu ihm kommen und ihn durch uns arbeiten lassen. And He is the builder, and He will build us into the person that He desires for us to be. Denn er ist derjenige, der baut, und er wird uns zu der Person machen, die er sich vorgestellt hat, wie wir sein sollen. And we may look big and glorious, or we may look small and humble, Wir sehen vielleicht groß und ruhmreich aus oder auch klein und demütig. but the most important thing is that the Spirit of God is working within us. Aber das Wichtigste ist, dass wir den Geist in uns arbeiten und wirken lassen. And so logs were used for the roof, Es gab Baumstämme, die für das Dach verwendet wurden. so this is a picture of logs being transported by boat. Hier sehen wir, wie Baumstämme auf Booten transportiert wurden. They're cedar logs taken from Lebanon, and they're taken by ship, Also da sind wir Zedernstämme, die aus dem Libanon angeliefert wurden auf den Schiffen, and they were for the construction of another palace that was being built. damit sie zum Bau für einen anderen Palast, der gebaut werden sollte, sein konnten. But it might have been similar for this. Aber es könnte ähnlich gewesen sein zu diesem. And the rest of the building was made of stone, Und der Rest des Gebäudes war aus Stein gemacht. and there's building work starting here. Also da wird schon der Tempelbau angefangen. So cedar logs were extremely valuable in the ancient Near East. Also Zedernstämme waren sehr wertvoll in dem alten Nahen Osten. So we have you remember I mentioned in chapter 4, verse 6 to 23, you have these, the letter. Erinnert ihr euch daran, dass ich gesagt habe, in Kapitel 4, Vers 6 bis 23 gibt es einen Brief? After the temple was completed during the period of Xerxes, Nachdem der Tempel fertiggestellt wurde unter der Herrschaft von Xerxes, an accusation was made against the Jews. da gab es eine Anklageschrift gegen die Juden. And you remember Xerxes the First was the years 486 to 465 BC. Und ihr erinnert euch vielleicht noch dran, dass Xerxes der erste von 486 bis 458, And 65 gelebt hat. he was Esther's husband. Und er war der Ehemann von Esther. So nothing further is known about this incident, Man weiß nicht mehr über dieses Ereignis, but it could be related to the circumstances in Esther. aber es könnte mit den Umständen in Esther zusammenhängen. And then there's also a formal complaint Und da gibt es auch noch mehr Beschwerden. which was lodged by a Persian officer. Und das wurde von einem persischen Beamten überbracht. And this is Artaxerxes the First in 464 to 424. Und das war Artaxerxes der Erste in 464 bis 424 vor Christus. And then you get this long section of Arabic from chapter 4, verse 7. Und dann habt ihr diesen langen Absatz in Arabisch, Aramaic. in Aramäisch danach, was in 4 Vers 7 anfängt. And that reports the complaint in the Aramaic language. Und dann können wir die Beschwerde lesen in aramäischer Sprache. And someone had a question about Aramaic.
Jemand hatte eine Frage über das Aramäische. Yeah, and in Judah, that was the language that they were really using. Also das war die Sprache, die sie in Juda verwendet haben. But Jesus obviously knew Greek as well, Aber Jesus konnte auch Griechisch. but the Aramaic was the language he would have been speaking in. But you'll notice that the New Testament is mostly written in Greek. Also Jesus hätte hauptsächlich Aramäisch gesprochen, aber ihr wisst wahrscheinlich auch, dass das Neue Testament hauptsächlich auf Griechisch geschrieben war. But there is odd Aramaic words Aber da sind komische aramäische Worte drin, which Jesus uses. die Jesus benutzt. Chapter 4, verse 2. Kapitel 4, Vers 2. It says, "We have sacrificed to him ever since King Esarhaddon of Assyria brought us here." Da steht, wir möchten mit euch bauen, denn wie ihr halten auch wir uns zu eurem Gott. Wir haben ihn geopfert, seit Esarhaddon, der assyrische König, uns hierher gebracht hat. So he was the son of Sennacherib, Das war der Sohn von Sanherib and the king of Assyria from 680 to 669 BC. und er war der König von Assyrien von 680 bis 669 vor Christus. And in chapter 4, verse 7, In Kapitel 4, Vers 7. you have Bishlam, Mithridath, and Tabeel. Da lest ihr von Bishlam, Mithridat und Tabel. And these were probably governors appointed for Samaria. Das waren wahrscheinlich Statthalter, die in Samarien eingesetzt wurden. And then you also have the name Osnaper Und dann lest ihr auch den Namen Osnapar in chapter, 4 verse 10. in Kapitel 4, Vers 10. It's actually been retranslated Ashurbanipal because that's probably who it is. Und also hier im Deutschen steht Asenapar und das kommt von Ashurbanipal. Yeah, and he was a king of Assyria. Und er war der König von Assyrien. Ashurbanipal, ja. Okay, I'm just looking because we have mostly, all right, you'll see a footnote in 4 verse 14. Also ihr seht eine Fußnote in Kapitel 4, Vers 14. Here it says, since in verse 4 verse 14 it says, "Since we are your loyal subjects and do not want to see the king dishonoured in this way, we have sent the king this information." Da auch wir mit dem Salz des Palastes würzen, ist es uns unmöglich, die Schande des Königs mit anzusehen. Deshalb senden wir diese Nachricht und machen es dem König bekannt. But actually in the Aramaic it says, "Since we eat the salt of the palace." Ja, jetzt kann man es schon sehen. Also im Aramäischen steht es so, wie ich es gelesen habe. Mit dem Okay. Salz des Palastes. Wo ist er denn hier? Since we're loyal subjects. Since we are loyal subjects. Aha. Yeah. Seitdem wir loyale So Subjekte, Menschen sind. Untertan sind. yeah, it actually says, "Since we eat the salt of the palace." Also seit wir das Salz des Palastes essen. So they're kind of they might be under obligation to tell the palace everything, or they might be using flattery. Also es kann sein, dass sie dem Palast alles berichten mussten oder dass sie das durch Briefe getan haben. But they're saying that they share all things. Aber sie sagen, dass sie alles geteilt haben. I'm going to change PowerPoints. Okay, was heißt Flattery?
So we're going to look at Haggai. So if you open to Haggai now and keep a finger in Ezra as well. We're trying to do it kind of chronologically. Wir werden jetzt zu Haggai springen, aber versuchen das chronologisch zu machen. Also lasst auch Ezra offen. Does anyone have any questions? Hat jemand Fragen? Are you all right? Do you want to stand up or anything? Geht's euch gut? Wollt ihr mal aufstehen, euch strecken? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, There's a lot of information and there's a lot to take in. Es gibt viele Informationen, einiges, was ihr aufnehmen könnt. It's great for historians, but not so great for everyone else. Gut für solche Leute, die Geschichte mögen, aber nicht für alle anderen. So, between Ezra chapter 4 verse 5 and chapter 4 verse 24, Zwischen Esra Kapitel 4, Vers 5 und 4, 24, you have these brutal 16 years da habt ihr brutale 16 Jahre, where you have crop failure wo es Ernteausfälle gibt. and there's a serious drought, Da ist eine große Dürre and we read about this in Haggai. und wir lesen davon näher in Haggai. And Zechariah refers to it as a day of small things. Und Zachariah sagt, dass es wie ein Tag war von kleinen Dingen And it's a time of great disillusionment. und eine Zeit von Disillusionierung. So we don't know a lot about Haggai, Wir wissen nicht sehr viel über Haggai, but it's possible that he was a priest. aber wahrscheinlich war er ein Priester. And he wrote these 4 sermons, Und er hat diese 4 Predigten geschrieben. and you would have noticed that they're all within a small period of time. Und ihr habt vielleicht gesehen, dass sie in einer kurzen Zeit geschrieben wurden. And the people thought that it wasn't right to build because of their disillusionment. Die Leute dachten, dass es nicht richtig ist, weiterzubauen, denn sie waren desillusioniert. But the bad crops and the drought were a cause of their rejection of God. Aber die Dürre und die wenigen Ernteeinträge waren eine Ursache dafür, dass sie Gott den Rücken zugekehrt haben. It was a result of their neglect of God's house. Es war das Ergebnis dafür, dass sie sich von Gott abgewendet haben. And it also refers back to the blessings and curses in Deuteronomy. Und es geht auch zu den Segen- und Fluchworten, die man in 5. Mose lesen kann. So they're more interested in building their houses than they are in building God's house. Also sie sind interessierter daran, ihre eigenen Häuser zu bauen, als daran, Gottes Haus zu bauen. So if you look back to Deuteronomy and the blessings and curses, you often see the repercussions of what God said there happening. Wenn ihr nochmal 5. Mose anschaut mit all den Segen- und Fluchworten,